Moin! Also Leute, macht mal den Tisch frei, Stifte weg, Ohren auf. Wir haben heute ein Thema auf der Werkbank, das aktuell wirklich die komplette Branche aufmischt. Und ich sag's direkt vorweg, wer meint, er heizt sein Haus mal ebenso am Wochenende mit so einem Baumarkt-Set, einem schnellen YouTube-Tutorial und echten Mull-Ahnung vom aktuellen Gebäudeenergiegesetz, der ist hier komplett schief gewickelt. Dieses Erklärvideo ist für die echten Profis von morgen. Für euch, Anlagenmechaniker SHK, zweites Lehrjahr aufwärts. Wir reden heute echt Tacheles, wenn es um die absolute Einbauhoheit im Heizungskeller geht. Das Gebäudeenergiegesetz pusht die Wärmepumpe gerade massiv. Und plötzlich meint wirklich jeder Heimwerker, er wäre so ein halber Ingenieur. Zieht euch warm an und fokussiert euch, wir betreten jetzt nämlich die Profizone. Wärmepumpen als Do-it-yourself-Projekt? Wir schauen uns jetzt mal ganz genau an, warum das ein echt lebensgefährlicher Trend ist. Da fasst man sich als Fachmann doch echt an den Kopf, oder? Schaut euch das mal an. Sogar die Fachpresse, also ganz konkret die SWZ-Monteur, stellt in einem aktuellen Artikel allen Ernstes die ketzerische Frage, ob ein Laie eine Wärmepumpe eigentlich selbst installieren kann. Ich meine, überlegt euch das mal. Da wird ernsthaft in den Raum geworfen, ob wir uns als Anlagenmechaniker vielleicht nur wichtig machen. So als ob wir nur auf fachgerechter Rohrnetzberechnung und VDI-Richtlinien bestehen, um uns künstlich aufzuspielen, als ob unser Job wirklich nur daraus bestünde, mal eben 2 Rohre mit einer Presszange zusammenzuquetschen. Da spricht einem doch echt der Handwerkerstolz aus jeder Pore, Leute. Dass so eine Frage überhaupt gestellt wird, das zeigt uns einfach, wie extrem unser Berufsbild und vor allem diese hochkomplexe, fehleranfällige Anlagentechnik in der Öffentlichkeit immer noch völlig unterschätzt werden. Und was ist jetzt die offizielle Antwort der Fachzeitschrift auf diese absurde Frage? Zitat, es ist nicht zu empfehlen. Ernsthaft? Nicht zu empfehlen? Das, meine lieben Azubis, ist ja wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Wenn da jemand ohne diese 3,5 Jahre harte Ausbildung, ohne jegliches Spezialwerkzeug und ohne jede Ahnung von komplexer Elektrik, Kältetechnik und Hydraulik an so einer modernen Inverter-Wärmepumpe rumbastelt, dann ist das nicht einfach nur so ein bisschen nicht zu empfehlen. Das ist schlichtweg grob fahrlässig. Das ist absolut gemeingefährlich. Wir auf der Baustelle, wir wissen doch ganz genau, was das in der knallharten Praxis bedeutet. Finger weg, bevor die Hütte abbrennt, der Verdichter hochgeht oder der Heizungskeller nach dem allerersten Frost komplett absäuft. Um das mal ganz klar zu bereisen und damit ich die Tischkante wieder loslassen kann, dröseln wir unser Spielfeld jetzt mal ganz präzise auf. Ihr seht ja, wie massiv die Installation eigentlich vom Typ der Anlage abhängt. Wir haben im Wesentlichen diese 3 Haupttypen, die ihr in der Berufsschule wirklich bis zum Umfallen paukt. Also Luft-Wasser, Luft-Luft und dann noch die Erdwärme- bzw. Sohle-Wassersysteme. Jeder einzelne dieser Typen hat völlig eigene Anforderungen an die Quelltemperatur, die Vorlauftemperatur und, was am wichtigsten ist, an die Komplexität der Installation. Wenn euch in der Berufsschule bei dieser detaillierten Heizlastberechnung oder diesen krass verwinkelten Schaltplänen der Kopf raucht, dann genau deshalb, weil diese Technologie schlichtweg Jahre hart erarbeitetes Fachwissen erfordert. Das ist 100%ig kein schnelles Wochenendprojekt für den feierabendlichen Garagenbastler. Schauen wir uns direkt mal Typ 1 an, die Luftwasserwärmepumpe. Die wird in der Öffentlichkeit ja super gerne mal als die Anlage bezeichnet, die am, in Anführungszeichen, einfachsten zu installieren sei. Außenluft als Energiequelle, rein in den Wasserkreislauf. Klingt total simpel, ne? Von wegen. Guckt euch mal das Innenleben von so einer typischen Außeneinheit an. Da haben wir komplexe Platinen, mega sensible Inverterverdichter, unzählige Sensoren, hauchfeine Kupferrohre. Das ist definitiv keine Nachttischlampe, die man mal eben per Schuko-Stecker in die Steckdose drückt. Und dann die hydraulische Einbindung in den bestehenden Heizkreislauf. Die erfordert verdammt genaue Berechnungen der Volumenströme und, ganz wichtig, den absolut perfekten hydraulischen Abgleich. Wer hier beim Anschließen des Überströmventils pfuscht oder diese Ausdehnungsgefäße falsch dimensioniert, der hat sofort verloren. Da verzeiht einem so eine Anlage nämlich absolut gar nichts. Weiter geht's mit Typ 2, den Luft-Luftwärmepumpen. Hier heizen wir ja direkt die Raumluft, oft sogar ganz ohne Anschluss an so ein Wassersystem der Zentralheizung. Das ist natürlich ein echter Retter für viele Altbauten. Aber Achtung, genau hier lauert die absolute Falle für unseren Hobbyschraber. Laien denken echt oft, das wäre so einfach, als würde man sich im Sommer mal eben einen Ventilator ins Wohnzimmer stellen. Komplett falsch. Wir greifen hier richtig tief in die Kältetechnik ein. Kältemittel, das bedeutet immer ein geschlossenes System, das der extrem strengen F-Gase-Verordnung und der Chemikalien-Klimaschutzverordnung unterliegt. Da geht es um Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen, um Kältemittelleitungen, die echt auf den Millimeter genau gebördert und evakuiert werden müssen.
Wer da als Laie ohne Zertifikat rumfummelt, der macht sich nicht nur strafbar, sondern schrottet unweigerlich auch direkt den sündhaft teuren Verdichter. Und jetzt wird's dreckig. Wir kommen zur absoluten Königsklasse. Erdwärme oder Sohle-Wasserwärmepumpen. Das ist mit Abstand die komplizierteste Anlage von allen. Warum? Naja, weil wir extrem tief ins Erdreich oder ans Grundwasser müssen. Und das bedeutet schwere Maschinen, Bagger, wasserrechtliche Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz für diese Spezialbohrungen der Erdsonden oder eben riesige Gräben für Erdkollektoren. Dazu kommen dann noch massive bauliche Veränderungen, also so fachgerechte Wanddurchbrüche, die ja auch dauerhaft dicht bleiben müssen. Wer hier als Laie ernsthaft meint, er könnte am Samstagmittag mal eben ein bisschen im Garten rumbuddeln und so ein paar Rohre verlegen, der versenkt da buchstäblich Zehntausende Euro im Dreck. Ohne fundierte Kenntnisse über Druckverluste und diese ganz genauen Entzugsleistungen vom spezifischen Boden, da geht hier einfach mal gar nichts. Ein absolutes No-Go für jeden Nicht-Profi. Aber was passiert eigentlich ganz konkret, wenn dieser Hobbyschrauber jetzt alle Warnungen in den Wind schlägt und trotzdem einfach mal zur Tat schreitet? Dann startet das, was wir auf dem Bau immer die Pfuschkettenreaktion nennen. Alles beginnt meistens mit einem falschen Anschluss, sei es jetzt so ein Planungsfehler in der Hydraulik oder irgend so ein wildes Gebastel an der Elektrik. Und das führt sofort und direkt zu einer massiven Ineffizienz. Euer Stichwort lautet hier Verdichtertakten. Die Anlage taktet sich sprichwörtlich zu Tode, einfach weil sie diese produzierte Wärme, meist wegen einem fehlenden oder falsch dimensionierten Pufferspeicher, nicht mehr richtig ins System los wird. Und die direkte Folge für unseren ahnungslosen Heimwerker? Ein absolut explodierender Stromverbrauch, weil die Arbeitszahl komplett in den Keller rauscht. Wenn da dann die nächste Abrechnung vom Versorger ins Haus flattert, fällt der Kunde unweigerlich hinten rüber. Und glaubt mir Leute, so eine absurd hohe Stromrechnung, das ist echt noch der absolute Best Case. Wenn es richtig schief geht und hey, das tut es beim DIY-Fusch fast immer, dann reden wir von einem kompletten Totalschaden. Stellt euch mal einen massiven Wasserschaden vor, nur weil so unsachgemäß gepresste Verbindungen platzen und die halbe Bausubstanz ruinieren. Oder noch schlimmer, akute Lebensgefahr durch Stromschlag wegen völlig falsch geklemmter Leistungselektrik. Und der Klassiker, vergessener Erdung. Und was viele dieser DIY-Bastler auch super gerne mal komplett verdrängen, das sofortige Erlöschen jeglicher Herstellergarantie. Ohne eine sauber unterschriebene Fachunternehmererklärung von uns Profis zahlt euch der Hersteller bei einem Defekt absolut keinen einzigen Cent. Wer hier pfuscht, der zahlt definitiv doppelt und dreifach. Der Heizungskeller ist und bleibt einfach kein Tummelplatz für ambitionierte Hobbybastler. Schaut euch diesen Fluss der Zerstörung mal ganz genau an. Das ist der direkte, ungebremste Weg vom euphorischen Baumarktkauf direkt in den absoluten finanziellen und technischen Ruin. Jeder einzelne Schritt in dieser Kaskade resultiert einfach aus fehlendem Fachwissen. Stellt euch selbst mal die rhetorische Frage, sieht dieser komplexe Ablauf von der echt heiklen Hydraulik über die Kältetechnik bis hin zum potenziellen Totalschaden, sieht das wirklich aus wie etwas, das man sich abends mal eben gemütlich auf der Couch mit einem 3-minütigen Tutorial aneignen kann? Eben. Es ist kompletter Wahnsinn. Und genau deshalb sind wir die Einzigen, die das überhaupt anfassen sollten. Lasst uns das doch jetzt mal schonungslos vergleichen. Quasi das ultimative Wir gegen die. Auf der einen Seite haben wir den hochmotivierten Laien. Seine Ausrüstung, ein kurzes YouTube-Video mit ein paar Halbwahrheiten, richtig gefährliches Halbwissen aus irgendwelchen obskuren Internetforen und, wenn es hochkommt, bestenfalls noch ein vernünftiger Schraubendreher-Knarrenkasten. Und auf der anderen Seite, da seid ihr. Das waschechte SHK-Handwerk. Wir haben diese komplexen Spezialwerkzeuge, die sündhaft teuren Vakuumpumpen, die geeichten Monteurhilfen. Wir kennen die geltenden, extrem strengen DIN-Normen wirklich aus dem FFF. Wir passen das gesamte System exakt an die individuelle Bauphysik des jeweiligen Gebäudes an. Aber vor allem übernehmen wir die volle rechtliche Gewährleistung, weil wir eben ganz genau wissen, was wir da tun. Leute, das ist nicht einfach nur Rohre zusammenschrauben. Das ist gelebte, hochverantwortungsvolle Ingenieurskunst direkt auf der Baustelle. Und genau hier, da schließt sich jetzt der Kreis. Schaut euch euren Profi-Skill-Stack an. Das ist der nackte Beweis und auch genau der Grund, warum die vielen Stunden, in denen ihr da in der Berufsschule schwitzt, absolut Gold wert sind. Ihr müsst Elektrotechnik echt tiefgreifend verstehen. Ihr müsst die komplette Hydraulik berechnen und abgleichen können. Ihr braucht fundamentale Kenntnisse in dieser extrem streng regulierten Kältetechnik und müsst ganz nebenbei die Bauphysik von einem ganzen Haus begreifen. Ein Heimwerker müsste all diese Disziplinen auf einmal meistern und das ist völlig unmöglich.
Dieser goldene Schnittpunkt genau in der Mitte, das seid ihr. Ihr seid die Fachkräfte, die all dieses Wissen in sich vereinen und sicher auf die Straße bzw. in den Heizungskeller bringen. Die Message aus diesem Erklärvideo ist glasklar, Leute. Ehre dem Handwerk. Die absolute Einbauhoheit gehört uns. Ganz einfach, weil wir die Einzigen sind, die das harte Fachwissen haben, um die Sicherheit, die Effizienz und die Langlebigkeit dieser extrem teuren Anlagen zu garantieren. Nehmt diesen Satz hier mit auf eure nächste Baustelle und tätowiert ihn euch am besten direkt ins Hirn. Euer Wissen von heute ist euer Monopol von morgen. Wenn euch diese klare Ansage hier aus der Profizone gefallen hat, dann lasst jetzt sofort ein Abo und ein ehrliches Like für unseren Kanal AM Nordisch da, damit ihr garantiert keine weiteren knallharten Erklärvideos mehr verpasst. Und ganz zum Schluss fragt euch mal selbst, werdet ihr die extrem gut bezahlten Profis sein, die diesen gigantisch boomenden Markt dominieren werden? Oder wollt ihr später echt nur mitleidig den Pfusch dieser YouTube-Bastler aus ihren überfluteten Kellern pumpen? Die Entscheidung, die trefft ihr ganz allein, und zwar genau jetzt. Also ab an die Arbeit. Falls noch Fragen offen sind, meldet euch einfach bei uns, schreibt uns in die Kommentare oder nehmt direkt Kontakt auf. Wir setzen uns an die Arbeit und bereiten genau diese Themen verständlich für euch in einem der nächsten Videos auf. Denkt an ein Abo und ein Like, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns!